Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Infektionszahlen gehen zurück, die Impfquote steigt und mit dieser Entwicklung öffnen auch nach und nach Kultureinrichtungen ihre Türen. Welche Auswirkungen die Pandemie nach über einem Jahr in Museen, Theatern und Schauspielhäusern hinterlassen hat, darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Frau Professorin Dr. Bettina Brandl-Risi. Sie hat bei uns an der FAU eine Professur für Theaterwissenschaft. Bettina, ich grüße dich. Wie geht es dir? Danke. Ich würde sagen, verhalten optimistisch, nachdem ich vorgestern zum ersten Mal nach unglaublich langer Zeit wieder in einer Theateraufführung mit Live-Publikum war, in der Premiere Isola am Schauspielhaus in Nürnberg, Wiedereröffnung. Es war großartig, es war beglückend, vor allem deswegen, weil wir als Publikum am Ende der Aufführung, jeder Einzelne, eine Blume bekommen haben. Blumen fürs Publikum, das sagt doch schon alles. Das ist aber sehr nett, höre ich auch zum ersten Mal und freut mich auch, dass gewissermaßen der Weg in Richtung Normalität jetzt eingeschlagen wird. Ich hatte es ja auch eingangs erwähnt, mehr als ein Jahr waren letztlich die Kultureinrichtungen in Deutschland beinahe durchgängig geschlossen. Festivals wurden ja komplett abgesagt. Welche Auswirkungen hatte denn die Pandemie auf Veranstalterinnen und Veranstalter sowie Künstlerinnen und Künstler? Also der Kulturbereich ist mit Sicherheit einer der Bereiche, die am allerheftigsten von der Pandemie getroffen wurden. Und besonders natürlich die performativen Künste, die traditionell auf die gleichzeitige Anwesenheit von Aufführenden, Auftretenden und Zuschauenden setzen. Und da sehen wir einfach, dass auf der Ebene der Institutionen natürlich eine unglaubliche Flexibilität an Planung, an Umplanung, an sich einstellen auf die Bedingungen gefragt waren, nachdem also Öffnungsszenarien wieder entwickelt wurden, haben aber manche Häuser bis zu 3 Spielzeitplanungen schon im letzten Sommer vorgelegen müssen, die sie dann alle wieder revidieren mussten und letztlich jetzt damit konfrontiert sind, für die letzten paar Wochen der Spielzeit noch einen minimalen oder maximalen Spielbetrieb zu gewährleisten, sich darauf einzustellen, dass man eben Aufführungen möglichst Corona-konform gestaltet, wenige Sitzplätze natürlich nur verkaufen kann und aber auch die Gestalt der Aufführung sehr stark auch davon beeinträchtigt wird, dass dann eben zum Beispiel hauptsächlich Solo-Aufführungen oder eben keine mit großem Chor gemacht werden können, sodass man da auch mehr oder weniger unbeschadet letztlich in den Aufführungen arbeiten kann. Am schlimmsten ist es aber natürlich für die Menschen, für die Künstlerinnen und Künstler, die keine Auftrittsmöglichkeiten hatten lange Zeit, deren wirtschaftliche Grundlage ja letztlich weggebrochen ist. Glücklicherweise ist ja Deutschland ein Land, was Kultur und Kunst doch mit öffentlichen Geldern massiv finanziert. Also die Festangestellten hatten da mehr Glück als die Freiberuflerinnen, die letztlich als Solo-Selbstständige durch fast alle Förderprogramme gefallen sind und eben weil sie auftritts- oder projektbasiert finanziert werden, auch keine Möglichkeiten hatten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen über viele Monate, geschweige denn künstlerisch tätig zu sein, ihren Beruf auszuüben. Und da gab es natürlich Förderprogramme, da gab es Initiativen, die das auch versucht haben, abzumildern, die wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Allerdings zeigt sich dann auch wiederum, dass auch unsere hochentwickelte deutsche Förderkultur manchmal nicht so viel versteht von den prekären Lebensbedingungen, die freiberufliche Künstlerinnen tatsächlich Tag für Tag aushalten, um ihre Kunst ausüben zu können. Und da ist bestimmt auch noch sehr viel Nachholbedarf. Gleichzeitig finde ich es ungemein beglückend zu sehen, dass viele Künstlerinnen und Künstler sofort, auch während des ersten Lockdowns schon angefangen haben, auch kostenlos Auftritte zu gestalten. Igor Levit, der über Twitter Konzerte aus seinem eigenen Wohnzimmer gestreamt hat, oder Daniel Hope, der Geiger, der in Arte Hope at Home jeden Abend aus dem eigenen Wohnzimmer ein Programm gestaltet hat, um nur die Prominenten zu nennen, aber auch die zahllosen Auftritte vor Altenheimen und Pflegeeinrichtungen oder auch die vielen Aktivitäten, die sich dann in den digitalen Raum verlagert haben, die Streamings und Online-Formate, die entwickelt wurden, sind eigentlich auch schön zu sehen in dieser ganz komplizierten Lage, die man tatsächlich nicht schönreden kann. Und wir müssen ja auch davon ausgehen, dass manche es einfach nicht schaffen, so wie jetzt gesagt wird, dass in der Gastronomie und in anderen Branchen eben manche
Corona nicht beruflich überstanden haben werden, wird das auch im Bereich der performativen Künste sicherlich einige dazu bewegen, einfach den Beruf an den Nagel zu hängen. Und das ist natürlich auch eine traurige Entwicklung in gewisser Weise. Aber es ist auch schön zu hören, dass viel Kreativität freigesetzt wurde und viele neue Wege auch eingeschlagen wurden. Und darauf bezieht sich auch meine nächste Frage. Glaubst du, dass die Häuser jetzt wieder öffnen und alles so weitergeht wie zuvor? Oder wird auch Corona hier Spuren hinterlassen? Also natürlich, die Häuser öffnen ja schon sehr großflächig. Viele wollen, müssen auch wieder Auftritte bereitstellen. Es gibt eine Post-Corona-Euphorie an vielen Häusern tatsächlich im Moment, einen Premierenstau. Es wurden ganz viele Aufführungen ja fertig geprobt und konnten noch nicht gezeigt werden. Das passiert jetzt gerade. Andererseits wird natürlich erstmal nicht so sein wie vorher, weil es weiterhin sehr aufwendig und kompliziert ist, Aufführungen zu ermöglichen, weil es auch für das Publikum natürlich weiter Restriktionen gelten und weil wir auch einfach abwarten müssen, wie auch die Akzeptanz in die Aufführungen zu gehen sich gestaltet. In manchen Bereichen ist die Nachfrage extrem groß und in manchen ist sie doch eher noch ein wenig vorsichtig. Das zeigt sich ja auch daran, dass die Bundesregierung nicht nur den Neustart Kultur schon im letzten Sommer mit 1 Milliarde Euro und in diesem Jahr nochmal mit 1 Milliarde Euro gefördert hat, sondern jetzt ein Sonderfonds aufgelegt wurde, nochmal 2,5 Milliarden Euro immerhin, der Veranstaltungen ermöglichen soll und sowas wie eine Risikoabsicherung auch geben soll. Also für den Fall, dass wieder die Infektionszahlen steigen und Veranstaltungen abgesagt werden müssen oder sich eben aufgrund der Platzkontingente auch die Wirtschaftlichkeit von Kulturveranstaltungen nicht wirklich rechnen würde. Dafür gibt es diese Sonderunterstützung. Aber ja, wir haben eben die Frage soziale Distanz, die wir gelernt haben. Ist das etwas, was wir jetzt noch weiter praktizieren oder ist das nicht jetzt auch sowas wie die Chance, ja, wieder Erfahrungen zu machen, die wir lange nicht machen durften, nämlich anderen Menschen zu begegnen? Aber Social Distancing ist ja auch ein Stichwort, das uns jetzt 1,5 Jahre begleitet hat. Und gerade wenn man an Kulturveranstaltungen denkt, das ist doch der Ort, wo viele Menschen sich treffen, wo wir auf engstem Raum sehr viele Menschen haben. Und die sitzen oder stehen sehr eng nebeneinander. Das muss doch zukünftig die ganze Planung beeinflussen, ob man wieder zurück zur Normalität kommen kann aufgrund der Impfquote und der Entwicklung der Pandemie. Oder ob es nachhaltig auch Auswirkungen auf die Art und Weise hat, wie wir Kultureinrichtungen als Begegnungsort nutzen. Siehst du hier schon ein bisschen ab, wie sich das entwickeln kann und entwickeln wird? Das ist, glaube ich, eine Frage, die uns sehr lange noch begleiten wird und die natürlich sich bei Weitem nicht jetzt auf die Orte von Begegnungen, Kultureinrichtungen als Orte von Begegnungen beschränken wird. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage, wie wir mit dem Distanzieren und Abstand halten in der Zukunft umgehen, ob die Mitmenschen als Virenüberträger wahrgenommen werden oder eben tatsächlich dann wieder als Menschen, denen man gerne begegnet. Ich glaube, dass das für den Bereich jetzt von kulturellen Veranstaltungen sehe ich 2 Tendenzen. Also einmal kann man natürlich bei den Experimenten, die es schon gab mit Großveranstaltungen, Konzerten auch sehen, dass es offensichtlich einen großen Wunsch gibt, auch wieder solche Näherfahrungen zu machen. Wenn man jetzt so durch die Stadt läuft, wenn ich durch Nürnberg laufe oder ins Schauspielhaus in Nürnberg gehe, merke ich aber auch, dass diese Abstandschoreografien, die wir gewohnt sind jetzt zu betreiben, natürlich weiterhin unser Verhalten ganz massiv noch prägen. Insofern ist das etwas, was man noch nicht klar sehen kann. Und ich glaube, so eine Einstellungsfrage kann man in den Momenten, wenn ich mich dabei ertappe, wenn ich Aufzeichnungen von Vor-Corona-Aufführungen mir anschaue und diese dicht zusammengedrängten Menschen sehe und mich frage, wow, dürfen die das? Ist das okay? Ist das nicht sehr riskant gerade? Also man merkt schon, dass es da so einen Mentalitätsschub gibt, der in eine bestimmte Richtung zieht. Gleichzeitig frage ich mich als Teil des Publikums, aber auch natürlich als Theaterwissenschaftlerin, wie wichtig wir denn für die Zukunft gerade auch diese persönliche Begegnung in leiblicher Kopräsenz, wie wichtig die uns sein wird und ob das nicht auch etwas ist, was wir durchaus wieder
neu lernen sollten, falls wir es denn verlernt haben in der Zwischenzeit. Also dass wir auch diese Teilhabe, kopräsente Teilhabe an Kultur als einen Wert für uns auf jeden Fall wieder zurückgewinnen sollten. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir geht es ähnlich, wenn ich frühere Aufzeichnungen sehe. Also da zuckt man schon und sagt, wow, ist das überhaupt möglich und erlaubt? Und was ich auch beobachte bei denjenigen, die geimpft sind, die tun sich da auch schwer, mit der Situation umzugehen, dass sie jetzt eigentlich kein Risiko mehr eingehen, wenn sie sich mit anderen treffen, mit denen Abendessen oder eine Party feiern. Also da denke ich auch, haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und du hast auch gerade gesagt, da hat sich auch in unserem Mindset einiges verändert. Und da stellt sich schon auch die Frage, was du vorhin erwähnt hast, Konzerte gehen ins Internet, unsere Vorlesungen sind ins Internet gegangen. Da muss man sich schon überlegen, was bleibt dann in Zukunft erhalten und wird die Tendenz anhalten, dass mehr und mehr Angebote ins Internet abwandern und dort auch von den Menschen genutzt wird? Also erstmal hat uns die Notwendigkeit, Veranstaltungen in leiblicher Kopräsenz abzusagen, auf einen Punkt hingewiesen, der mir als Theaterwissenschaftlerin erstmal völlig eingeleuchtet hat, weil sowieso das ist, womit ich mich immer beschäftige, nämlich mit dem Publikum. Also Theater vom Publikum her zu denken, ist natürlich dann besonders eklatant, wenn in jeder Besprechung einer gestreamten oder anderweitig digitalisierten Aufführung die Rede davon ist, dass es eben kein Publikum gab. Also das Fehlen des Publikums erstmal ins Bewusstsein zu bekommen, um auch die große Bedeutung, dass das Publikum hat, um überhaupt eine Aufführung gelingen zu lassen, um eine Aufführung zu dem zu machen, was sie ist, dass man das erst durch Corona in massivem Maß sozusagen wahrnehmen konnte. Das finde ich erstmal eine spannende Frage. Die Sache ist natürlich jetzt, wenn wir uns diesen Digitalisierungsschub anschauen, der bestimmte Tendenzen verstärkt hat, die auch vorher schon da waren, also Experimente mit dem digitalen Raum im Theater gab es natürlich vorher schon, haben wir erstmal eine Erweiterung, eine große kreative Erprobung von Potenzialen des Digitalen, die uns bestimmt auch weiter noch begleiten werden. Denn es hat bestimmte Möglichkeiten, die eben die analogen Aufführungen nicht haben. Es ist ortsunabhängig, hat die Möglichkeit, überregionale Konstellationen auf einmal zu eröffnen, die auch ganz neue Publika, ganz neue Konfigurationen herzustellen in der Lage sind. Wenn ich denke, wir haben im Rahmen des Internationalen Figurentheaterfestivals im Mai in Erlangen im Rahmen einer Lehrveranstaltung am Streaming von Aufführungen mitgewirkt und haben da die Möglichkeit gehabt, eine Aufführung zu begleiten, in der eine Performerin, die in El Salvador geboren ist und in Deutschland aufgewachsen ist, ein Thema bearbeitet hat, nämlich die kolonialen Verstrickungen von deutschen Auswanderern in El Salvador. Und sie hatte zum ersten Mal die Möglichkeit, dieses Thema mit einem lateinamerikanischen Publikum sozusagen live, aber über das Streaming zu diskutieren. Es war eine ganz, ganz großartige Ausweitung einer Debatte, die natürlich genau in diesen transkontinentalen Raum gehört. Also da gibt es tolle Möglichkeiten. Und ich möchte auch nicht missen die vielen, vielen Experimente der ästhetischen Erprobung, auch der digitalen Kommunikationsstrukturen, sei es Aufführungen, die sich Zoom zunutze gemacht haben und die ästhetischen Potenziale von Zoom versucht haben rauszuarbeiten oder über Instagram oder über Telegram versucht haben, neue Aufführungsformate zu generieren. Da ist unglaublich viel im Gange, unglaublich viel an Veränderungspotenzial auch noch da und das wird weitergehen. Diejenigen, die auch schon vor Corona sich an dieser digitalen Ausweitung erprobt haben und die auch während Corona entdeckt haben, dass das ein Spielfeld ist, eine Erweiterung der Bühne, die einfach unglaublich spannend ist, die werden das weitermachen. Und aber man sieht natürlich auch die Grenzen. Also die Digitalisierung bietet Möglichkeiten der Inklusion, erstmal Zugänglichkeit, die Ortsunabhängigkeit. Von vielen wird es auch als weniger formal gerahmt, also weniger mit Zugangsschwellen belastet gesehen. Es ist vielleicht leichter, man muss kein Gebäude betreten, man muss nicht anreisen oder sowas. Es ist mehr in den Alltag integrierbar.
Andererseits wird es von manchen auch schon auf die Exklusionsmechanismen hin befragt, weil natürlich auch die Kenntnis von digitalen Tools nicht unbedingt vorausgesetzt werden kann. Also wenn ich ein älteres Publikum mir vorstelle und denen sage, sie müssen jetzt über Zoom eine Aufführung besuchen oder über Instagram, die kennen die Regeln nicht, die wissen nicht, wie diese Kommunikationsstruktur funktioniert. Insofern ist es auch exkludierend. Also da muss man auch aufpassen, dass das Neue nicht immer nur die sozusagen die Erweiterung und die Nivellierung und die auch Demokratisierung von Mitteln bedeutet, sondern auch exkludierend sein kann. Andererseits dieses Exklusive, was mir eben auch so wichtig ist, jetzt in einer Aufführung, in einem analogen Raum anderen Menschen zu begegnen, mit diesen Menschen gemeinsam etwas auszuhandeln, das wird schon wieder kommen. Also mit all den vorsichtigen Schritten, über die wir vorhin schon gesprochen haben, das wird wieder kommen, weil diese Begegnungsdimension, die Aufführungen haben, doch etwas ist, was diese intensive, außeralltägliche Erfahrung, in einen Raum zu gehen, anderen Menschen zu begegnen, dort aus meinen Routinen zurückzutreten, mich selbst zu befragen, zu fragen, woher komme ich, wohin gehe ich und wie wollen wir gemeinsam diesen Weg gestalten. Das ist etwas, was ich glaube, was im analogen Raum schon auch noch sehr gut funktioniert. Den geben wir nicht so schnell auf. Der wird nicht zur Disposition gestellt. Das hoffe ich auch. Dennoch, Corona hat einen richtigen Digitalisierungsschub letztlich bewirkt, hat auch bewirkt, dass die Endgeräte von einer breiteren Anzahl oder einer höheren Anzahl von Menschen genutzt wird, dass die Software auch von Älteren deutlich häufiger genutzt wird, als wir das vor 1,5 Jahren kannten. Mit dem Sprung der künstlerischen Angebote ins Netz verändert sich aber auch die Wahrnehmung. Letztlich kann man sagen, das Brahms-Konzert steht dann in Konkurrenz zu einer beliebten Netflix-Serie beispielsweise, auch was den Preis am Ende angeht. Wie siehst du diesen Veränderungsprozess? Was glaubst du, erwartet uns hier in den nächsten Jahren? Ja, ich würde erst mal sagen, diese Konkurrenzen gab es schon immer. Es war schon immer die Frage, setze ich mich am Sonntagabend auf meine Couch und schaue den Tatort oder kaufe ich mir mit erheblichen Finanzmitteln eine Eintrittskarte für ein Musical, zu dem ich dann womöglich noch anreisen muss. Es gab schon immer die Konkurrenz zwischen der Aufnahme des Brahms-Konzerts, seit es eben Aufnahmetechnologien gibt, und der Live-Erfahrung, in ein Konzert zu gehen. Natürlich ist innerhalb des Mediums das vielleicht jetzt noch ein bisschen anders. Ich würde es aber erstmal nicht als ein neues Problem oder eine gravierendere Verschärfung des Problems sehen, als das, was wir bisher schon kennen. Und umgekehrt kann man natürlich auch jetzt die Erfahrung machen, was völlig ungedacht war bislang, ist, ich kann mithilfe der digitalen Technologien, des Streamings, in mehreren Aufführungen gleichzeitig sein. Also ich kann gleichzeitig in einer Premiere in München, in Berlin, in Erlangen und in New York sein. Das ist, finde ich, eine Erweiterung jetzt unserer Vorstellung auch dessen, was eine Aufführung ist, die ja mit so einer Abgeschlossenheit und einer Begrenztheit immer operiert hat. Diese Parallelität, das finde ich schon sehr spannend. Aber es ist natürlich auch ein bisschen ein Gimmick, weil ich nicht mit allen 4 Aufführungen gleichermaßen aufmerksam bin. Diese Frage nach der Konkurrenz innerhalb des Internets, auch der Konkurrenz im Sinne dessen, wie viel ist mir das wert, wie viel mag ich bezahlen für so etwas, ist natürlich auch spannend, weil wir in Corona-Zeiten gesehen haben, sehr viel wurde kostenlos zur Verfügung gestellt, einfach so als kulturelle Grundversorgung, mehr oder weniger. Das war eine Ausnahmesituation und es wird sich sicherlich zeigen, dass es eine Ausnahmesituation bleibt, denn die Häuser müssen natürlich auch wieder Einnahmen machen. Also es wird mehr Bezahlangebote, die es auch schon vor Corona gab, bei den Internetproduktionen geben. Und insofern, ja, natürlich ist dann da auch eine Konkurrenz zu sehen. Aber es ist von der Struktur her, finde ich die Konkurrenz nicht gravierender als die es vorher war. Und natürlich ist wieder die Frage, wie wichtig ist mir dieser besondere, gerahmte Erlebnischarakter einer Aufführung, die ich dann eben doch präsent besuchen möchte und eben nur vielleicht als zweite Wahl dann das Streaming wählen würde.
Jetzt haben wir viel über Corona gesprochen. Viren und Pandemien sind doch großartige und auch altbekannte Themen in Film und Literatur. Wie geht denn das Theater mit solchen neuen Themen um? Und glaubst du, dass Corona bald auf der Bühne auch stattfinden wird und stattfinden kann? Corona ist ja schon auf der Bühne. Also das eingangs zitierte Isola von Philipp Löhle in der Regie von Jan-Philipp Gloger in Nürnberg ist ein Stück über Corona, was historisierend mit dem Thema umgeht. Die Uraufführung von Elfriede Jelineks neuem Stück am Hamburger Schauspielhaus widmet sich ganz Corona, beginnt in Ischgl und endet mit dem zerfallenden gesellschaftlichen Diskurs. Das ist schon längst angekommen. Natürlich greift das Theater sofort alles auf, aber ich glaube nicht, dass es das dominante Thema wird. Ich versteife mich mal auf diese Prognose. Es bleiben Themen, die vor Corona wichtig waren, weiterhin wichtig. Die sind längst nicht ausdiskutiert. Fragen von Rassismus und Diskriminierung, Fragen von Diversität, Fragen von Machtmissbrauch in der Gesellschaft, aber auch in der Institution Theater selbst. Das ist, was dem Theater dringend auf den Nägeln brennt im Moment, und das wird weiter diskutiert werden. Meiner Ansicht nach wird es die Corona-Erfahrung tatsächlich auf der strukturellen Ebene, wie wir Theater denken, sehr wirksam bleiben. Also die Erfahrung von Distanz oder Nähe, Intimität, Kopräsenz, das werden wir weiter sehen. Die Frage von Kollektivität und Isolation auf der anderen Seite, das Ich und das Wir. Was ist dieses Wir in der Aufführung? Was ist diese Wir-Erfahrung? Diese Debatte, wie wollen wir unser Leben gestalten? Das sind, glaube ich, formale Fragen, auch die in den Aufführungen sehr stark bearbeitet werden in der kommenden Zeit. Und da sehe ich den hauptsächlichen Schwerpunkt. Das hört sich aber auch nach spannenden Fragestellungen für Forschung und Lehre an unserer Universität an. Ich danke dir ganz herzlich, Bettina, für das tolle Gespräch und den tollen Einblick, den du uns in deine Arbeit und in das Leben der Kulturschaffenden und der Kultureinrichtungen gegeben hast. Ich danke dir ganz herzlich. Alles Gute und bleib gesund. Tschüss. Sehr gerne, ebenso.